Hallo liebe Uhrenfreunde, hallo liebe Mechanikfans. Wir sind hier bei Bachmann & Scher in unserer neuen Werkstatt. Wir haben uns hier einen Traum verwirklicht, in-house Uhren zu restaurieren und zu reparieren auf dem allerhöchsten Niveau. Ich möchte euch heute ein bisschen zeigen, was genau passiert bei uns, dass ihr einen Überblick bekommt, wie wir arbeiten und welche Serviceleistungen wir anbieten. Ich vergleiche eine Werkstatt immer mit der Chirurgie eines Krankenhauses. Desto häufiger eine bestimmte Operation gemacht wird, desto besser sind die Resultate und desto reibungsloser funktioniert es für den Patienten. Und so ist es natürlich bei einer Uhrmacherwerkstatt auch. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, Vintage-Uhren zu servicieren, zu restaurieren, zu verbessern. Um das leisten zu können, braucht man natürlich gewisses Know-how. Das heißt, du brauchst erstmal die richtige Manpower. Leute, die jahrzehntelange Erfahrung sammeln konnten im Luxusuhrenbereich, die die Uhren vielleicht betreut haben, als sie noch neu waren in den 90er Jahren. Und auf der anderen Seite brauchst du natürlich auch den richtigen Maschinenpark, der sich die letzten Jahrzehnte auch kontinuierlich verbessert hat. Wir haben natürlich hier State-of-the-Art-Produkte, mit denen wir arbeiten. Das Allerwichtigste, unsere Uhrmacher haben das richtige Mindset zum Produkt in der Kombination mit Erfahrung. Einer der häufigsten Gespräche, die ich führe, wenn jemand kommt und sagt, ich würde gerne meine Uhr reinigen lassen oder mal sauber machen. Eine hochwertige Armbanduhr mechanisch muss, um sie wirklich richtig zu pflegen und zu servicieren, komplett zerlegt werden in die allerkleinsten Einzelteile, teilweise Lagersteine rausgegeben aus dem Futter, um eben zu garantieren, dass kein Millimeter oder Nanomillimeter Schmutz oder sonstiger Ölpartikel sich dann noch festhält am Werk oder an Teilen davon. Sie muss in ein Reinigungsgerät gegeben werden, dass die kleinen Teile sauber gemacht werden in einer speziellen Lösung. Und dafür gibt es natürlich auch inzwischen neue Maschinen, die das besonders gut machen mit Ultraschall, um dann noch präziser, noch genauer arbeiten zu können. Die haben wir natürlich. Danach wird sie auch wieder mit Hand zusammengesetzt, teilweise nachgearbeitet, was ein wichtiger Prozess ist, speziell bei sehr viel älteren Uhren, wo Abnutzungserscheinungen stattgefunden haben, den Zapfen bzw. auch Lagersteine ersetzt oder nachgearbeitet werden oder auch Platinen, Federn, sonstiges. Und diese Zusammensetzen beinhaltet natürlich auch automatisch, dass neu geölt wird. Auch hier ist es mit Vorsicht zu genießen, wo, welche Stelle wann geölt und wie viel vor allem auch. Denn wenn du heute zu viel Öl in eine gewisse Senkung oder in einen Lagerstein gibst und eine Bewegung machst, dann geht das auf die Spirale und die Uhr geht auf einmal ganz stark vor oder ganz stark nach. Das versucht man natürlich zu vermeiden und da gleich mit Präzision zu arbeiten. Der zweite wichtige Punkt, den wir hier versuchen anzubieten, ist Originalteile, authentische Originalteile aus dieser Zeit, in der die Uhr produziert worden ist, zu finden für den Kunden, dass so eine Grundüberholung eigentlich auch eine Art Restaurierung wird, eine Verbesserung. Weil oftmals sind Uhren nur deswegen schlecht im Zustand oder nicht mehr original, weil ehemals Uhrmacher in den 70er, in den 80er oder 90er Jahren was ausgetauscht haben oder nicht gut gearbeitet haben. Diese Fehler wollen wir aufarbeiten bei Uhren, verbessern, so dass sie eine Wertsteigerung erfahren, wenn sie bei uns eine Restaurierung gekauft bzw. veranlasst haben. Das ist ein sehr sensibler Moment, da geht es um die richtigen Zeiger, um die richtige Krone, das erarbeiten wir mit dem Kunden zusammen. Und da geht es natürlich auch um das Geld, das aber in dem Fall nicht verloren ist, weil sie eine Wertsteigerung im Produkt dadurch erzielen, wenn man es richtig macht. Wir dokumentieren das alles mit einer Art Fotoalbum, was wie wo ersetzt worden ist oder verbessert worden ist, sodass es auch für nachfolgende Generationen gut zu überprüfen ist, was ist da passiert und eben auch für einen Sammler einen Wert darstellt. Wir haben verschiedene Abteilungen natürlich, wie in jeder Werkstatt. Da hast du einmal die Situation Grundüberholung, das heißt komplettes Zerlegen und Reinigen. Du hast die Situation der Aufarbeitung eines Gehäuses, dem wir uns auch sehr sensibel widmen. Das heißt, wir versuchen Kanten zu erhalten, teilweise sogar zu verbessern. In dem Fall auf alle Fälle so wenig wie möglich Material abnehmen. Und du hast natürlich den anderen Bereich, das Regulieren, das Einregulieren einer Uhr oder auch das Verbessern von kleinen Teilthemen, wie zum Beispiel die Zeigereibung funktioniert nicht mehr. Also alles Themen, um die wir uns natürlich kümmern und um die wir wissen, speziell bei älteren Uhren, tritt es ab und zu mal auf.
Danke für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr versteht, wieso wir so stolz auf unsere neue Werkstatt sind. Mein Lieblingsobjekt derzeit ist der Reinigungsbaum. Bitte abonniert uns, bitte schickt uns eure Kommentare. Wir freuen uns, wir machen weiter. Alles Gute und bye bye.